Hey Leute, ja, ich habe ja immer Fragen, die ich hier bei sozialen Netzwerken, Instagram, YouTube, Kommentare, ja, wo dann eben gewisse Dinge angesprochen werden, die die einzelnen Leute eben auch interessieren. Ich kann jetzt nicht alle Sachen natürlich ansprechen. Ich habe da mal ein paar Fragen rausgeholt. Die erste Frage ist von Walla. Ich versuche gerade hart, mein Bauchfett loszuwerden und gerippt zu werden. Dafür gehe ich auch ins Studio, weiß aber nicht ganz genau, wie ich richtig trainieren muss, um einen Strandkörper zu erreichen. Ich wollte fragen, ob du ein paar Ideen hast, wie ich den richtigen Weg einschlagen kann. Also das ist eine Sache, die viele eben auch haben, trainieren im Studio, wissen es manchmal nicht, wie sie trainieren müssen oder was sie trainieren müssen, um eben auch Fett zu reduzieren. Da ist mein Vorschlag einfach, das Allerwichtigste ist immer erstmal, man muss nicht unbedingt, um Fett zu reduzieren, ins Studio gehen und trainieren oder ein Cardio machen. Man fängt eigentlich grundsätzlich erstmal an mit der Ernährung. Man muss die Ernährung umstellen, das heißt, man muss gucken, dass man seinen Grundumsatz so ein bisschen errechnet. Das heißt, das, was man benötigt, der Körper von Kalorien am Tag, wenn man nichts tut, wenn man wirklich zu Hause liegen würde und nichts tut. Dann dazu rechnet man dann natürlich den Leistungsumsatz, das heißt, das, was man dann am Tag tut. Das heißt, das tut man dann drauf addieren. Das heißt, wenn ich jetzt zur Schule gehe, zur Uni gehe, zur Arbeit gehe, arbeite ich jetzt in einem Büro, ja, habe ich weniger Leistungssatz, als wenn ich natürlich auf einer Baustelle arbeite. Da habe ich natürlich mehr. Ja. So, das heißt, das muss man ungefähr ausrechnen, wie hoch ist mein Leistungsumsatz. So, dann kommt dazu natürlich auch mein Workout. Ja, auch dazu rechnen. Das heißt, man kann ungefähr im Groben rechnen, dass man circa für eine Stunde, ja, 600 Kalorien, ja, verbraucht, wenn man wirklich jetzt trainiert, durchgehend durch. Natürlich gibt es auch da wieder Unterschiede. Der andere, der natürlich intensiv hart trainiert, der ganz kurze Pause macht von 30, 40 Sekunden, ja, hat natürlich einen ganz anderen, ja, Leistungsumsatz in der Stunde als der vielleicht 3-4 Minuten Pause macht, ja, zwischen den Sätzen, ja, und dann wieder trainiert. Das ist auch alles nur wirklich grobe Einschätzung. So, dann ist die Frage natürlich auch wieder, ja, mache ich noch Sport neben dem Training im Fitnessstudio? Muss man alles zusammenrechnen und dann hat man ungefähr einen Kalorienbedarf, den man pro Tag ungefähr braucht. Und jetzt kommt der Punkt, dann muss man gucken, ja, wenn man dann den Umsatz hat, den man am Tag benötigt, ja, muss man anfangen natürlich dann circa, würde ich sagen, 500 Kalorien abzuziehen. Ja. Und dann schaut man sich das mal an, die nächsten 1-2 Wochen, was passiert. Ja? Nehme ich ab oder passiert gar nichts, geht man wieder runter. Dann kann man natürlich anfangen, das ein bisschen zu reduzieren. Statt 500 geht man vielleicht 400 runter. Und dann geht man immer wieder alle 2 Wochen ein bisschen weniger runter, dann wird es 300, dass man nicht plötzlich zu viel im Defizit ist. Man braucht gar nicht so viel. So, das würde ich zuerst mal machen. Ich würde zuerst mal die Ernährung umstellen, ja? Gucken, was passiert. Ja? Und dann kann man natürlich zu der Ernährung, ja, unterstützend Cardio machen oder eventuell auch im Fitnessstudio trainieren. Ja. Dass man natürlich dann zum Strandbody natürlich auch eine gute Muskulatur hat. Nächste Frage ist von David El Kubi. Ja, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, sonst tut es mir leid. Sollte man als Anfänger nicht mit Ganzkörpertraining anfangen? Ja, das ist genau richtig. Wenn man wirklich noch nie im Studio gewesen ist, sollte man grundsätzlich erstmal natürlich, wenn es welche gibt, einen Trainer sich nehmen. Ja? Und wenn man auch Glück hat, ist er qualifiziert. Das heißt, er hat selbst Fitness gemacht, ja? Und hat dann auch vielleicht sich fortgebildet in dem Sinne, weil ich aber auch sagen muss, es muss kein Trainer einen Trainerschein haben oder eine Lizenz haben, um zu sagen, der ist gut. Er muss sich in der ganzen Materie ein bisschen auskennen, er muss vielleicht auch selbst das gelebt haben im Fitnessbereich. Ja. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man, wenn man anfängt, erstmal die ersten 3 bis 6 Monate ein Ganzkörpertraining macht. Warum?
weil der Körper muss sich ja jetzt erstmal, gerade auch bei jüngeren Leuten, ja, und auch bei älteren Leuten vor allen Dingen auch, erstmal auf dieses Krafttraining, ja, einstellen. Deswegen ist es natürlich sehr wichtig, dass natürlich ein Anfänger in der Regel eigentlich immer erstmal ein Ganzkörpertraining machen sollte, zweimal die Woche ungefähr, dreimal geht auch, ja, nicht mit viel Gewicht, einfach um da Körper, Muskeln, Bänder, Sehnen an die Belastung zu gewöhnen und eben auch sich an die Ausführung der verschiedenen Übungen auch zu lernen, wie es richtig funktioniert. Ja. Und dann kann man natürlich nach einem halben Jahr oder vielleicht auch früher, je nachdem wie man eben ist, kann man natürlich auch dann anfangen, natürlich an den Freihantelbereich zu gehen. Man kann natürlich auch die Gewichte steigern natürlich auch und man kann natürlich auch den Split verändern. Ja, dass man dann vielleicht hingeht auf einen Dreier-Split, auf einen Vierer-Split vielleicht, ja, je nachdem. Das muss man einfach sehen. Das ist natürlich gut, wenn man jemanden dabei hat, der einen natürlich da unterstützt. Wenn ich euch helfen konnte, hat mich das gefreut, ja. Den einen oder anderen Tipp natürlich kann man immer gebrauchen, ja, vor allen Dingen auch im Hinblick, wenn man selbst eine Diät macht, ja, was Ernährung ist, was man essen kann, was man essen muss, ja, wie man essen muss, um den Heißhunger zum Beispiel auch nicht zu haben, abends in der Nacht oder so, ja, isst man jetzt mehr Kartoffeln oder Reis, ja, was hat mehr Ballaststoffe, um einfach auch dann ein längeres Sattgefühl zu haben, ja, welche haben weniger. Ja, und das sind alles so Dinge, die natürlich auch in der Diät eine Rolle spielen. Ja, so, und daher, wenn ihr noch Fragen habt, fragt sie, ich beantworte sie. Schreibt sie unten rein in die Kommentare. Ich wünsche euch alles Gute, haut rein, trainiert fleißig, haltet euch an der Diät, ja, dass ihr alle im Sommer sehr gut ausseht, ja, dass eure Ziele auf jeden Fall erfüllt werden. Bis dahin, peace out, alles Gute, euer Giovanni. Ciao. Thank you.